So, ihr Lieben, jetzt haben wir jahrelang davon gequatscht. Ständig in irgendwelchen Videos haben wir geschimpft, wie blöd es in Deutschland ist und wie schön in Schweden. Wir haben es getan. Das ist unser neues Anwesen. Das ist der Schuppen. Die zwei kennt ihr ja schon. Und dahinter ist quasi auch schon unser neues Häuschen. Schön in Lappland. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall ordentlich Winter und wir haben ordentlich Sommer. Das wird richtig, richtig schön. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr einfach vorbeikommen. Wir machen nämlich dann Führungen. Dann könnt ihr im Winter Polarlichter sehen, Rentiere, einfach irgendwelche Huskies streicheln durch die Winterwunderlandschaft. Und wir haben so viel geplant und ich freue mich, dass ihr dabei sein könnt. Also Fakt ist, war auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, ne? Wir machen das irgendwann alles, der leider nicht. In diesem Video leider definitiv nicht. Batterien. Aber wir sind hier tatsächlich gerade in einem schönen schwedischen Häuschen. Und alles ist relativ entspannt. Wir genießen tatsächlich die mega Ruhe und eigentlich sind wir hier, weil wir hatten so einen kleinen Zwischenfall mit Übelkeit und Brechen und Fieber und Fiebersaft und 16 Stunden am Stück schlafen und 18 Stunden sogar am Stück schlafen. Das war eine ganze Menge. Dementsprechend haben wir uns dann ganz spontan ein kleines Häuschen gemietet und das hat relativ gut funktioniert. Dann kommt mal mit. Hier ist schon so ein kleiner See. Ziemlich cool. Und da gibt es auch ein kleines Boot und einen kleinen Steg. Noch eine kleine Sitzecke. Dort gibt es einen Gatter. Hier ist nämlich Wildschweine unterwegs. Da wird es dann nachts ein bisschen ungemütlich. Und mit Wildschweinen, da wissen wir, da haben wir schon Erfahrung, nämlich seit dem letzten Jahr. Aber Gustav geht es ja inzwischen wieder gut. Die einen oder anderen haben vielleicht festgestellt, dass der zwischenzeitlich dann irgendwie neue Schuhe bekommen hat und inzwischen auch einen neuen Kiefer und eigentlich alles wieder völlig in Ordnung ist. Der parkt hier hinten. Das wäre quasi diese Seite vom Häuschen. Hier ist dann die Rückseite, da ist auch noch so ein kleines Kerkerfenster. Genau, so ist das Ganze. Und im Prinzip ist ja auch nicht schlecht, ne? So einen kleinen See hier hinten zu haben, hat schon was. Sonderlich sauber sieht er nicht aus, aber das mag gar nichts heißen. Ich gehe nämlich schwer davon aus, dass der relativ sauber ist. Und wahrscheinlich würde man sogar noch den einen oder anderen Fisch dort irgendwie rauspopeln können, falls das der Besitzer nicht schon selbst getan hat. Wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile hier. Das bedeutet, wir sind angekommen gestern, haben heute Nacht schon die erste Nacht auf diesen Folterbetten geschlafen. Die sind nicht wirklich geil. Eigentlich die sind super stabil, es ist alles toll, ne? Aber die Matratzen, die sind echt, das sind so eine Foltermatratzen, ne? Die sind voll übel eigentlich. Wir machen heute einen kleinen Tagesausflug nach Kalmar. Und die Jungs sitzen gerade, oder bin ja auch dabei, die sitzen gerade bei Ben Jerry's und es gibt Eis für die Boys. Wie schmeckt das Eis? Ist das lecker? Ja. Wie schmeckt dir das Eis? Ah, du hast Erdbeerkäsekuchen. Mega lecker. Ja gut, ich habe gedacht, eine Kugel kostet 3,50 €. Ich dachte, ich spare mir das Geld und kaufe vielleicht eine Tasse davon oder so.
Wir gehen jetzt wieder zurück zum Auto. Wir haben jetzt den ganzen Tag in Kalmar verbracht, eine sehr schöne Stadt. Kann wir empfehlen. Wir waren Burger essen, an einem richtig coolen Burgerladen. Olli hat sich eine sehr teure neue Mütze gekauft, werdet ihr bestimmt mal noch sehen. Für Millie haben wir ein cooles Shirt für die Einschulung gekauft. Und ansonsten waren wir in Schlendern, haben geguckt, jetzt wollen wir noch mal am Schloss vorbeifahren. Und dann gibt's noch, was gibt's denn heute noch? Nee, das ist ja quasi der Tag auch schon um. Wir wollen dann noch mal einkaufen gehen. Wir brauchen noch ein paar süße Teilchen für unsere Fika-Session. Und dann machen wir heute weiter nichts mehr. Noch ein bisschen vielleicht bei uns am Häuschen, eine Runde chillen. Und dann war's das. Falls wir uns nicht mehr sehen, dann im nächsten Vlog. Bis dann!